Moin, moin, ihr lieben Seebären mit oder ohne Bart, mit oder ohne Haare auf dem Kopf. Willkommen zu einer neuen Geschichte von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende. Entschuldige, dass ich jetzt hier mal ein bisschen herumschniefe, aber ich habe leider eine kleine Erkältung. Das hört man, glaube ich, auch. Und wir machen jetzt weiter mit dem 17. Kapitel, in dem der Scheinriese seine Eigenart erklärt und sich dankbar erweist. Herrn Tutor Oase bestand aus einem klaren kleinen Teich in der Mitte einer Quelle, wie ein Springbrunnen plätscherte. Rundherum wuchs frisches, saftiges Grün und mehrere Palmen und Obstbäume haben ihren Wipfel in den Wüstenhimmel. Unter ihnen lag ein niedriges, blitzzauberndes weißes Häuschen mit grünen Fensterläden. In einem kleinen Garten vor der Haustür zog der Scheinriese sogar Blumen und Gemüse. Lukas und Jim und Herrn Tutor setzten sich in der Stube um den runden Holztisch und aßen zum Abend. Es gab verschiedene Leckereien, Gemüsesorten und zum Nachtisch einen herrlichen Obstsalat. Herr Tutor war nämlich Vegetarier. So nennt man die Leute, die niemals Fleisch essen. Herr Tutor war ein großer Tierfreund und deshalb mochte er keine Tiere töten und aufessen. Dass die Tiere trotzdem vor ihm flohen, weil er eben ein Scheinriese war, das stimmt ihn oft sehr traurig. Während die drei friedlich um den Tisch saßen, stand die alte Emma draußen neben dem Springbrunnen. Lukas hatte die Kuppe hinter ihren Schornstein aufgeklappt und nun ließ sie behaglich das frische Wasser in ihren Kessel reinplätschern. Sie war nämlich durstig und die große Hitze des Tages. Nach dem Essen zündete sich Lukas seine Pfeife an, lehnte sich zurück und sagte: »Danke für die gute Mahlzeit, Herr Tutor, aber nun bin ich gespannt auf Ihre Geschichte.« »Ja«, trinkt Jim, »erzählen Sie doch bitte.« »Nun, meine Herren Tutor, da ich eigentlich nicht so viel erzähle. Eine Menge Menschen haben durch irgendwelche besondere Eigenschaften. Herr Knopf zum Beispiel hat eine schwarze Haut, so ist es von der Natur aus und dabei ist weit nichts Seltsames, nicht wahr? Warum sollte man nicht schwarz sein? Aber so dunkel leider die meisten Leute nicht, wenn sie selber zum Beispiel weiß sind. Denn sind sie überzeugt, nur ihre Farbe wäre richtig. Ich habe etwas dagegen, wenn jemand schwarz ist. So unvernünftig sind die Menschen bedauerlicherweise oft. Und dabei, warf Jim ein, ist doch manchmal sehr praktisch, eine schwarze Haut zu haben, zum Beispiel für Lokomotivführer. Herr Tutor nickte ernst und fuhr fort. Sehen Sie, meine Freunde, wenn eines von Ihnen jetzt aufstünde
und wegginge, würde er doch immer kleiner und kleiner werden, bis am Horizont schließlich nur noch wie ein Punkt aussehe. Wenn er dann wieder zurückkäme, würde er langsam immer größer werden, bis er zuletzt seine wirkliche Größe vor uns stünde. Sie werden aber zugeben, dass der Betroffene dabei in Wirklichkeit immer gleich groß bleibt. Es scheint nur so, als ob er nur immer kleiner und dann wieder größer wurde. Richtig, sagte Lukas. Nun, erklärte Herr Tutor, bei mir ist das einfach umgekehrt. Das ist alles. Je weiter ich entfernt bin, desto größer sehe ich aus. Und je näher ich komme, desto mehr erkennt man meine wirkliche Gestalt. Sie meinen, fragte Lukas, Sie werden gar nicht wirklich klein, wenn Sie näher kommen? Und Sie sind auch nicht wirklich so riesengroß, wenn Sie weit entfernt sind, sondern es sieht nur so aus. Sehr richtig, antwortete Herr Tutor. Deshalb sage ich Ihnen, ich bin ein Scheinriese, genauso wie man den anderen Menschen Scheinzwerge nennen könnte, weil sie ja immer weiter wie Zwerge aussehen, obwohl sie gar nicht sind. Das ist wirklich sehr interessant, murmelte Lukas und pfiff nachdenklich ein paar kunstvolle Rauchringe. Aber sagen Sie, Herr Tutor, wie ist das denn gekommen? Oder waren Sie schon immer so, auch als Kind? Ich war schon immer so, sagte Herr Tutor bekümmert. Und ich kann nichts dafür. In meiner Kinderzeit war die Eigenschaft noch nicht so stark ausgeprägt, nur ungefähr halb so stark wie ich jetzt. Trotzdem habe ich niemals Spielkameraden, weil sie alle vor mir fürchteten. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie traurig es war. Ich bin nämlich ein sehr friedlicher und geselliger Mensch, aber wo ich auch auftauche, lief alles entsetzt weg. Und warum wohnen Sie jetzt hier in der Wüste? Sagte Ende der Welt, erkundigt sich Jim teilnahmlos. Der feine alte Mann tat richtig leid. Das kann so, erklärte Herr Tutor. Ich bin in Lapripur geboren. Das ist eine große Insel im Norden von Feuerland. Meine Eltern waren die einzigen Menschen, die keine Angst vor mir empfinden. Es war überhaupt sehr liebe Eltern. Als sie gestorben waren, beschloss ich auszuwandern. Ich wollte ein Land suchen, wo die Leute keine Angst vor mir hätten. Ich bin durch die ganze Welt gegangen, aber es war überall das Gleiche. Da bin ich zuletzt in die Wüste gegangen, damit niemand mehr durch mich erschreckt würde. Beide meine Freunde sind seit meine Eltern die ersten Menschen, die sie nicht vor mir fürchten. Ich habe mich unbeschreiblich danach gesehnt. Einmal natürlich, ehe ich sterbe, mir jemanden reden zu hören. Sie beide haben mit diesem Wunsch erfüllt. Nun werde ich immer, wenn ich mich einsam fühle, an sie denken. Und es wird mir eine große Trost sein, dass ich irgendwo in der Welt Freunde habe. Zum Dank dafür möchte ich Ihnen etwas für sich tun. Lukas dachte eine Weile schweigend über die Gehörte nach. Auch Jim war tief in den Gedanken versunken. Er hatte Herrn Tutor gerne irgendetwas Hilfreiches gesagt, aber es fiel ihm nichts Passendes ein. Endlich unterbrach Lukas die Stille. Wenn Sie wollen, Herr Tutor, können Sie uns tatsächlich einen wichtigen Dienst erweisen. Und dann erzählte er, woher sie kamen und dass sie auf dem Weg in den Drachenstadt seien und die Prinzessin ließ sie zu befreien und Jim Knopf Geheimnis auf der Spur zu kommen. Als Lukas fertig war, blickte Herr Tutor die beiden Freunde voller Hochachtung an und meinte, Sie sind wirklich zwei sehr mutige Männer. Ich zweifle nicht, dass Ihnen die Rettung der Prinzessin gelingen wird, obgleich gewiss sehr gefährlich ist. In der Drachenstadt ist
Eindringen, können Sie uns vielleicht den Weg darüber beschreiben? Fragte Lukas. Das wäre zu unsicher, antwortete Herr Tutur. Ich werde Sie zum Besten selbst aus der Wüste heraus begleiten. Allerdings kann ich nur bis zum Region der schwarzen Felsen mitkommen. Nun, dort aus müssen Sie allein weiterfinden. Er überlegte ein paar Augenblicke, dann fuhr er fort. Da ist aber auch noch eine Schwierigkeit. Es lebt nun zwar schon so viele Jahre hier und kenne die Wüste wie meine eigene Tasche, aber tagsüber würde sogar mich rettungslos verwirren. Die Fata Morgana ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Da haben wir ja mächtigen Glück gehabt, dass wir sie getroffen haben, Herr Tutor, warf Lukas ein. Oh ja, erwiderte Herr Tutor ernst und runzelte die Stirn. Gleich wären sie aus dieser Wüste nie wieder herausgekommen. Morgen oder spätestens übermorgen können die Geier sie ganz sicher verspeisen. Jim schauderte. Aber fuhren wir gleich fort, schlug Lukas fort. Der Mond ist auch schon aufgegangen. Herr Toto machte schnell noch die Brote zurecht und füllte die gute Thermosflasche des Kaisers von Mandala mit neuen Tee. Dann gingen alle drei hinaus in die Lokomotive. Ehe sie abfuhren, wollte Jim gerne noch einmal die sonderbare riesige Eigenschaft von der Tutor sehen, und Herr Tutor erklärte sich bereit, sie fortzuführen. Der Mond schien nun hell und klar, dass man fast so gut sehen konnte, wie bei Tage. Jim und Lukas blieben neben der Emma stehen und Herr Tutor ging ein paar Schritte weiter in die Wüste hinein. Die beiden Freunde konnten beobachten, wie er immer größer wurde, je weiter er nach vorne ihnen entfernte. Als er wieder zurückkam, wurde er kleiner und kleiner, bis er schließlich wieder die ganz normale Größe vor ihnen stand. Dann blieb Lukas allein stehen und Jim ging mit Herrn Tutor weg, um zu sehen, ob er vielleicht noch scheinbar größer wurde. Als sie ein Stück von Lukas entfernt war, drehte er sich um und Jim rief: Was siehst du, Lukas? Lukas antwortete: Du bist du bist jetzt genau nur noch so groß wie mein Kleinfinger und Herr Tutor ist lang wie ein Telefongrafenmast. Dabei konnte Jim leicht feststellen, dass Herr Tutor, neben dem er ja noch stand, wirklich nicht gewachsen war, sondern nur noch genauso aussah wie vorher. Und zuletzt blieb Jim neben Emma stehen und Lukas ging mit einem Herrn Tutor ein Stück weiter fort. Nun konnte Jim beobachten, wie Lukas immer kleiner wurde und Herr Tutor immer größer. Als die beiden zurückkamen, waren sogar jetzt Jim befriedigt. Ja, Herr Tutor, Sie sind wirklich ein Scheinriese. Darum besteht kein Zweifel, bestätigte Lukas. Und nun fuhren wir ab. Lotte. Sie stiegen alle drei in den Führerhäuschen, schlossen die Türen und fuhren in die Wüste hinein. Das Dampfwölkchen aus der Schornstein der guten dicken Emma stiegen in den Nachthimmel empor, immer höher und springen endlich ganz hoch rum, vor Leuchten der großen silbernen Mond stand. So, das war's für heute. Wenn es bis da euch trotz meiner erkältenden Stimme trotzdem gefallen hat, einen Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke betätigen, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. In den 18. Kapitel, Moment mal, ich muss da was machen. 1, 2, 3, 4. Ja. 18. Kapitel, Kapitel 1, in dem die Reisenden von den Scheinriese Abschied nehmen und vor dem Mond des
Mund des Todes nicht mehr weiter können. Das hört ihr das nächste Mal. Dann, ich schätze mal, dass mein englischer Synchronstimme von YouTube mal wieder daraus ein macht, wie immer. Aber am besten ist, es gibt ja auch noch die Untertitel und so weiter. Bis dann, bis bald und tschüss.